Hallo zusammen. Eine kurze Ankündigung. Wir sind überall zu finden, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Wir danken euch allen, dass ihr uns unterstützt und uns regelmäßig Feedback gibt. Bitte liken, weiterempfehlen. Das hilft uns sehr. Heute lese ich euch 3 Märchen vor aus dem westslawischen Märchenschatz. Ich wünsche euch für die Folge viel Spaß. Rabbit, die Märchensammlung und mehr. Das Märchen Die Wallfahrterin. Es war ein Vater und eine Mutter, die hatten 2 Töchter. Die ältere wollte ihr Erdenglück erpilgern und zog beständig auf Wallfahrten umher. Die jüngere Tochter dagegen bat den lieben Gott, er möchte ihren Eltern Gesundheit verleihen, damit sie lange lebten und sie dieselben ernähren könnte. Sie begehrte kein Glück auf Erden, sondern bat Gott nur, dass sie Arbeit hätte. Sie nähte und wusch Kleider und ging jeden Tag in die Kirche. Als sie so zur Kirche ging, ward eine schöne Jungfrau aus ihr. In der Kirche sah sie sich nicht um, sondern hatte die Blicke nur auf den Altar gerichtet und betete. Ein junger Graf pflegte auch in die Kirche zu gehen. Er sah, dass sie fromm, schön und reinlich sei, obwohl sie nur schlechte Kleider hatte und dass sie ihre alten Eltern am Arme führe. Darüber empfand er große Freude und gab Acht, wo sie wohne. Sie gefiel ihm so sehr, dass er die Absicht hatte, wenn ihre Eltern, die sie bediente, stürben, sie zu seiner Gemahlin zu nehmen. Er ging in ihre Wohnung, um zu erfahren, wie es dort aussehe. Es war eine kleine Stube, aber alles war sauber und rein. Er entschloss sich sogleich, um die Jungfrau anzuhalten, und sagte dem alten Vater und der Mutter, sie möchten sie ihm zu Weibe geben. Sie erwiderten, wie könnten wir sie euch geben, da sie uns ernährt? Wir sind beide schon alt und können uns nicht selbst ernähren. Der Graf sprach, wenn ihr mir sie gebt, so will ich euch ernähren. Ihr sollt bei mir sein. Sie antworteten, sie hätten keine Mitgift für ihr Kind. Er sagte ihnen, er verlange keine Mitgift, sondern nur die treffliche Tochter. Sie versprachen sie ihm, und bald war das Aufgebot, dann die Hochzeit, und der Graf lud all seine Freunde und ehrte die Eltern seiner Braut so, als ob sie vornehme Personen gewesen wären. An dem Tage, wo das Hochzeitsmahl stattfand, kam die ältere Schwester von der Wallfahrt. Sie trat in die elterliche Wohnung, allein sie fand dort niemand mehr. Sie fragte bei den Nachbarn, wo alle wären. Die antworteten, einem jungen Grafen habe die Schwester gefallen, weil sie so reinlich und fromm gewesen. Er habe sie geheiratet und auch die Eltern zu sich genommen. Sie beneidete die Schwester und sagte, dass sie nicht fromm gewesen, da sie keine einzige Wallfahrt vollbracht habe. Die Nachbarn erwiderten, dass sie ja nicht einen Tag in der Woche ausgelassen, ohne zur Kirche zu gehen. Wallfahrten habe sie nicht mitmachen können, da sie sich um ihre Eltern habe kümmern und sie ernähren müssen. Deshalb und um ihres Gebetes willen habe ihr Gott solch Glück beschert. Allein die ältere Schwester wäre beinahe vor Galle geborsten und fragte, wie lange schon alle aus der Wohnung fort wären. Sie sagten ihr, es wird ein Monat sein. Sie wehklagte, o schade, dass ich nicht um einige Tage früher gekommen. Jetzt mag ich mich nicht unter die Gäste drängen. Die Nachbarn versetzten, warum wolltest du nicht bei dem Feste sein? Der Graf fragte, ob seine Braut seine Schwester habe, und es wäre ihm berichtet, sie habe eine, doch liebe sie, auf der Wallfahrt umherzuziehen. So geh hin, deine Freunde werden dich erkennen, und du kannst dem Feste gleichfalls beiwohnen. Allein sie entgegnete, sie werde nicht hingehen. Wieviel sie auch gewallfahrtet und gefastet, Almosen ausgeteilt und Ungemach ausgestanden. Gott gebe ihr nichts dafür.
sie wolle noch auf eine Wallfahrt gehen. Und wenn ihr Gott nichts dafür verleihe, so wolle sie sich den Tod antun. Der Schwester habe Gott ein solches Glück, einen solchen Gemahl verliehen, und ihr sei noch nichts zuteil geworden. Und sie wallfahrte schon 6 Jahre. Sie ging wieder auf die Wallfahrt, zur Hochzeit ging sie vor lauter Leidwesen nicht. Als sie des Nachts wallfahrtete, kam ein Bote zu ihr, eine weiße Gestalt wie ein Engel, und sprach: Wie du doch gegen dein eigen Glück murrst, du bist so beglückt durch Gott. Wenn dir Gott auf der Welt nicht gibt, was du begehrst, so hast du dafür bei Gott im Himmel ein Plätzchen, so groß als ein Hirsekorn. Da vergaß sie sich so sehr, dass sie sagte, wenn ihr Plätzchen nicht größer sei, wie sie da Raum finden werde. Der Engel verschwand, und sie wusste wohl, dass es ein Bote Gottes gewesen. Doch blieb sie traurig, da sie für all ihr Leiden nur so wenig erhalten. Sie ging in einer Herberge zu übernachten, wo sie auf der Wallfahrt immer einzukehren pflegte. Als sie eintrat, bat sie nur um ein Nachtlager, sprach aber mit niemandem ein Wort. Der Wirt fragte sie, warum sie so traurig sei, da sie sonst so frohen Mutes gewesen. Sie antwortete nicht. Er fragte sie abermals, was ihr sei. Habe sie Hunger oder drücke sie Not, so wolle er ihr helfen und ihr geben, was sie verlange, Speise, Trank und Geld. Sie sei ja bekannt und bei ihm so gut als zu Hause. Sie entgegnete, sie sei darum traurig, weil sie so viel sie gewallfahrtet, doch nicht erlangen habe, um was sie Gott gebeten, und weil ein Bote Gottes zu ihr gekommen und ihr gesagt, sie habe bei Gott im Himmel ein Plätzchen, das so groß als sei ein Hirsekorn sei. Für all ihr Leiden solle sie nur so wenig erhalten, und darum sei sie so traurig. Der Wirt setzte sich sogleich zu ihr und stellte ihr freundlich vor, er getraue sich auf dem Plätzchen Raum zu finden und samt den Seinigen so viele ihrer seien, und sie murre gegen Gott, dass er für sie allein zu klein sei. Sie erwiderte, er möge nicht weiter davon reden, es sei ja ihr keines Freude. Nun denn, Jungferchen, sprach der Wirt zu ihr, tauschen wir, gebt mir das eure, ich geb euch das meine. Sie versetzte, Herr Wirt, habt mich nicht zum Besten. Der Wirt sagte, nicht doch, es ist mein Ernst, ich geb euch alles. Ich bedinge mir bloß ein Stübchen für mich und die meinen. Sie glaubte noch nicht und warf ihm vor, er scherze, er rede nicht im Ernst. Doch er versicherte, er wolle ihr wirklich alles geben und rief sogleich dem Schreiber, und der Vertrag wurde gehörig aufgesetzt. Er gab ihr sein Haus und alles, was er besaß, und sie gab ihm das Plätzchen, das sie bei Gott im Himmel hatte. So wurde denn die Sache niedergeschrieben und eine Urkunde ausgestellt, und die Wallfahrterin war sogleich guter Dinge, da sie irdisches Glück erlangt hatte, das sie von Gott begehrte. Allein der Wirt war klug, er wusste, dass er in der anderen Welt unglücklich werden würde, seiner großen Sünden wegen, und hatte keine Hoffnung, dass ihn Gott in den Himmel aufnehmen für sein vergangenes, unredliches Leben. Da er sah, die Wallfahrterin begehrte irdisches Glück, war er froh, dass sie gegen sein Haus das hirsekorngroße Plätzchen bei Gott vertauschte. Er zog samt den Seinigen zu Buße in eine kleine Stube. Der Jungfrau strömte in der Herberge das Glück zu, sie wusste zuletzt gar nicht, wie viel sie besitzte. Der Wirt lebte 3 Jahre in dem Stübchen samt 10 Kindern und seinem Weibe. Nach 3 Jahren starben sie selig. Als sie gestorben, fanden sie alle Raum auf dem Plätzchen in dem Himmel. Es blieb noch Raum übrig, und es kam der Wirt im Schlaf zu der Jungfrau und dankte ihr, dass sie ihm das Plätzchen bei Gott gegeben. Er würde schon in der Hölle sein, jetzt sei er im Himmel samt Weib und Kindern und sei höchst glücklich dort. Dies sprach er und verschwand. Sie nahm sich zu Herzen und war fortwährend betrübt, dass sie so gehandelt. Sie werde nun anstatt seiner in die Hölle kommen. Darüber wurde sie krank, schwer krank, bis sie vor Nachsinnen starb.
Als sie gestorben war, bereitete man ihr ein schönes Begräbnis. Allein die Erde wollte sie nicht aufnehmen. Die Leute wunderten sich, warum sie gleich eine große Sünderin sei, da sie doch so viele Jahre auf Wallfahrten umhergezogen und so fromm gewesen. Als man sie wieder der Erde gab und über ihr betete, rief sie habe irdisches Glück von Gott verlangt, und Gott habe es ihr verliehen, da sie es für nichts geachtet, dass ihr Gott für ihre Wallfahrten und Leiden des Himmels Glückseligkeit zugedacht. Sie habe die Hölle verdient, und der Wirt sei an ihrer Stelle in den Himmel gekommen. Sie hab erhalten, was sie begehrt. Da warf man Erdschollen auf ihren Sarg, dass es laut dröhnte, und das Grab nahm sie endlich auf, und sie ward still. Das Märchen Žižek, der Hexenmeister. König Wenzel IV. War ein fröhlicher Herr und ein Liebhaber von Scherzen und Späßen. Er hielt an seinem Hofe auch einen gewissen Žižek, ein über die Maße gescheites und gewandtes Männlein, dem es oblag, den König in seinen vielen Leiden, die ihm die widerspenstigen böhmischen Herren verursachten, mit seinem Witz zu erheitern. Kurz, er war des Königs viel geliebter Hofnarr. Aber Žižek verstand mehr, als Brot zu essen und Späße zu machen. Er war in der geheimen Kunst eingeweiht, und es ging von ihm das allgemeine Gerücht, dass er mit den Geistern verkehre. Daher fürchteten sich alle Hofleute des Königs vor ihm und sahen ihm manches nach, was sich ein anderer nicht hätte erlauben dürfen. Der König aber empfand seine Lust an ihm und hielt ihn selbst dazu an, dem oder jenem, den er seinen Vorwitz oder eines anderen leichten Vergehens wegen strafen wollte, etwas anzutun, was ihm dem Gelächter der übrigen preisgab. Doch auch ohne Antrieb des Königs führte er oft verschiedene Späße mit den Hofleuten aus und den Gästen, die den König gern zu sich lud, da er lustige Gesellschaft liebte. Gewöhnlich aß Žižek mit den Edelknaben und Kammernjunkern des Königs und nun auf besondere Einladung an den königlichen Tafel. Das war jedoch ein hungriges Völklein, diese Edelknaben und Junker, lebensmutige Leute mit gesunden Mägen, so dass es nicht geheuer war, mit ihnen an einem Tisch zu sitzen. Und Žižek hatte auch seine Lieblingsspeisen, denen er gern zusprach, weshalb er nicht zu verwundern war, dass bei Tische eine ungewöhnliche Tätigkeit der Kinnbacken und Zähne herrschte, wer nicht dazu tat, in Gefahr kam, hungrig vom Tische aufzustehen. Žižek aber liebte über alles die Bequemlichkeit. Er war ein wahrer Wohlschmecker, der gute Bissen gerne mit einer Art Andacht aß, damit in ihr Wohlgeschmack länger vergnüge. Darum verdross ihn oft die Gier der jungen Leute, und er beschloss, sie bei einer schicklichen Gelegenheit zu strafen. Da traf sich einst, dass ein wunderschöner gesülzter Hecht aufgetragen wurde, wobei unserem Žižek, dessen Leibgericht das war, das Herz im Leibe hüpfte und der Mund wässerte. Kam die Schüssel in die Hände des esslustigen Herrlein, so war es um sein Vergnügen geschehen. Die Schüssel ging in die Runde. Zuerst wollte der Stallmeister des Königs nehmen. Doch siehe, statt mit der Hand, aus dem ihm die Gabel entfiel, greifte er mit einer Pferdehufe zu, worüber er nicht wenig erschrak und bleich wie die Wand wurde, während die übrigen Tischgenossen dies errieten, dass es eins von den Stückes Žižek sei, ungeheuer über ihn lachten. Žižek fasst die Schüssel und reicht sie nach den Reihen seinen Nachbarn, aber auch dem, als er zugreifen will, verwandelte sich die Hand in einem Huf. Da hörte das Lachen auf, denn die Gesellschaft bemächtigte sich die Ahnung, es sei nicht bloß auf den Stallmeister abgesehen. Žižek reicht weiter, aber wer in die Schüssel langen wollte, hatte einen Huf statt der Hand. So ging er am ganzen Tisch herum, und des Hechts wurde nicht weniger, worauf er sich bequem auf seinen Platz setzte, die Schüssel vor sich hinstellte und sich an die Arbeit machte, ohne eher nachzulassen, als bis vor dem lieben Hecht kein Bissen übrig war. Hierauf erhob er sich, wünschte den Tischgenossen ein
Wohl bekomm's, und verließ den Saal. In diesem Augenblick hatte jeder wieder seine Hand. Als der König von dem Stückchen hörte, konnte er sich das Lachen nicht enthalten. Das junge Volk hätte sich an Jeetek gern gerächt. Weil er sich jedoch vor ihm fürchtete, getraute es sich nicht an ihn, denn es wusste, dass er jede Kränkung ahnde. Wie sich Jeetek zu rächen pflegte, zeigte folgendes Beispiel. Einst führte er zur Kurzweilen vor dem königlichen Hofe in Gegenwart einer zahllosen Menge von Zuschauern verschiedene Stückchen auf. Bald nahm er diese, bald jene, bald eine furchtbare, bald eine lächerliche Gestalt an, fuhr in eine Nussschale, die 2 Käfer zogen, und produzierte mehr dergleicher Dinge. Endlich spannte er einen Hahn an, einen dicken und langen Balken, der vor dem königlichen Palast lag, und den kaum 10 starke Kerle in die Höhe gehoben hätten, und siehe, der Hahn warf den Kopf leicht empor, schritt aus und zog den Balken wie nichts. Da war die Verwunderung allgemein, als sich auf einmal unter den Zuschauern eine weibliche Stimme meldete, die ruft: »Ei was, der Hahn soll einen Balken ziehen? Seht ihr denn nicht, dass es nur ein Strohhalm ist?« Die Zuschauer sehen sich nach der Person um, die spricht, und es steht ein Mägdlein da, mit einem Korb voll Heu auf dem Rücken, das die Arme in die Seiten stemmt und sie laut auslacht, dass sie sich vor dem Gaukler so verblenden ließen. Es verhielten sich in der Tat so, denn die Hauptkunst Jeeteks bestand in der Täuschung der Sinne, und das, was allen ein schwerer Balken schien, war wirklich nur ein Strohhalm, der sich bloß dem Mägdlein in seiner Wesenheit darstellte, weil es im Korbe zwischen dem Gras ein 4-blättriges Kleeblatt hatte, das, wie jedermann weiß, eine besondere Zaubermacht besitzt. Das verdross Jeetek, und er nahm sich vor, das Mägdlein für seine Keckheit zu bestrafen. »Nimm dich in Acht, Mägdlein«, sprach er, »dass dir heute nichts Widerwärtiges begegne.« Es war nicht das Gaukelspiel. Die Zuschauer gingen auseinander, und auch das Mägdlein begab sich mit seinem Gras nach Hause. Da scheint es ihm auf einmal, als schreite es im Wasser, und das wachse ihm bis an die Knöchel, ja höher bis an die Knie, so dass es das Röcklein schürzen musste und laut schrie, zum Ergötzen aller derer, die eben Augenzeugen waren. Es war kein Wasser, sondern eine ähnliche Täuschung der Sinne, wie mit dem Balken, und das Mägdlein schritt eigentlich trockenen Fuße über den Platz. Einst saß der König mit seinen Zechgesellen zusammen, unter denen sich auch Jeetek befand. Ungewöhnlich aufgeheitert forderte er Jeetek auf, irgendeine Kurzweile zu veranstalten. Jeetek versprach, ohne jedoch scheinbar eine Vorbereitung zu treffen, und das frohe Gespräch ging weiter. Plötzlich erhebt sich außen ein furchtbarer Lärm, und aus dem Gewirr verschiedener Stimmen lassen sich die Worte hören. »Es brennt, schlag zu, schon nicht!« Da springen die Zecher auf und stürzen zu den Fenstern, um zu sehen, was es gebe. Nur der König, der seinen Hofnarren und dessen Stückchen kannte, bleibt sitzen in Erwartung des kommenden Dinge. Als die Gäste des Königs die Köpfe zu den Fenstern hinausstreckten, ward es still. In dem Hofe war keine lebende Seele zu schauen. Alles war ruhig wie früher. Sie wollten nun die Köpfe zurückziehen, doch wehe, jedermann war 2 ungeheure Hirschhörner angewachsen, die den Rückzug wehrten. Als der König dies sah, brachte er in ein lautes Gelächter aus und ergötzte sich eine geraume Zeit an den sonderbaren Gebärden der in der Falle gefangenen Gäste, die sich trotz aller Mühe umsonst anstrengten, aus der unangenehmen Lage zu entkommen, bis der König, nachdem er sich satt gelacht, Jeetek ein Zeichen gab, damit er sie aus ihrer Haft befreie. Allein Jeetek war kein bloßer Hofnarr des Königs. Er erwies ihn manchmal durch seine Kunst gewichtige Dienste, wofür der König erkenntlich war und ihn in Ehren hielt. Zum Zeugnis diente Folgendes. Vor Jahren hatte der König einigen böhmischen Herren Krongüter verpfändet, und jetzt, als er sie zurückforderte und sie auslösen wollte, weigerten sie sich, sie zurückzuerstatten, worüber der König sich sehr erboste. Doch sie beachteten den Zorn des Königs nicht und behielten die Güte, ja, sie wagten, der königlichen Macht zu trotzen.
In dieser Verlegenheit riet Žižek dem König, und dieser befolgte seinen Rat. Der König tat lange Zeit keine Erwähnungen von der Auslösung der verpfändeten Güter, so dass es endlich schien, als hätte er die Sache vergessen. Und die Besitzer der Güter, die früher dem König ausgewichen, besuchten den Hof wieder wie sonst. Eines Tages lud sie der König zu einem freundschaftlichen Mahl, und sie, nichts ahnend, folgte der Einladung. Es wurde lustig getafelt, und Žižek saß mitten unter des Königs Gästen. Als aber alles in der besten Laune ist, da öffnen sich plötzlich auf ein Zeichen des Königs die Türflügel, und herein tritt im Scharlachkleid mit einem langen Schwert in der Hand, wie zum Richtgeschäft bereit, des Königs furchtbarer Schwager. Die Gäste erschrecken, sie beginnen aus vollem Halse Verrat zu schreien und wollen sich von dem Stühlein erheben und ihre Schwerter zücken. Wie wächst jedoch ihr Schrecken, als sie keiner zu rühren imstande ist und die Schwerter nicht aus dem Scheide mögen. Žižek hat sie alle festgebannt. Es stellte sich jeder vor, wie den Armen zumute gewesen sein muß, als sie sich hin und her wandten, an den Griff der Schwerter zogen und alles umsonst. Sie sahen den gewissen Tod vor sich. Da winkte der König seinem Schreiber, und er legte jedem die angeformten Herren eine Schrift vor, worin die Summe für das verpfändete Gut quittiert war. »Unterschreib, Herr Jan, und stell mir mein Schloss zurück«, sprach der König. Zu dem und zu dem anderen: »Unterschreib, Herr Benesch und Herr Plichter, du, und daraus zieht die Lehre, dass man sich fremdes Gut nicht zueignen soll. Bevor ihr nicht unterschreibt, rührt ihr euch nicht von der Stelle, und die Verstockten wird mein Schwager bedienen.« Was blieb den Herren übrig, als zu unterschreiben? Worauf sie von dem König in Frieden entlassen wurden. So gelangte der König auf leichte Art zu seinen Gütern. Seit der Zeit aber feindeten ihn die Herren an, taten ihm alles zum Trotze und nahmen ihn sogar zweimal gefangen und setzten ihn fest. Eines Tages ging Žižek über Feld und kam zu einer abgemähten Wiese, die dem reichen Bäcker Mikesch gehörte, der als ein Geizhals verschrien war und auf der das Heu in Schobern aufgehäuft lag. Da fiel es Žižek bei, einen Scherz zu machen, und er verwandelte alle Schober, deren 30 waren, in Schweine, der durch das nahe Städtchen an Mikesches Haus vorbeitrieb. Mikesch stand im Haustor, und als er die beleibten Schweine vorbeitreiben sah, fragte er, ob sie zu verkaufen seien. Žižek wurde mit ihm bald einig und Mikesch in der Meinung, er habe wohlfeil gekauft, zahlte bereitwillig die verabredeten Summe. Beim Scheiden erteilte ihm Žižek die Warnung, er solle die Schweine nicht schwemmen und auf sein Heu Acht haben. Mikesch aber beachtete das nicht und trieb die Schweine noch an demselben Tag in den Bach, der bei den Städten vorbeifloss. Doch wehe, sobald die Schweine das Wasser berührten, verwandelten sie sich wieder in das, was sie früher gewesen, und in dem Bache schwamm Mikeschs Heu. Man kann sich leicht die Wut des alten Geizhalses vorstellen, der sich so um sein Geld betrogen sah, besonders als ihm gemeldet ward, sein Heu sei von der Wiese verschwunden. Es war jetzt seine Sorge, wie er wieder zu seinem Gelde gelangen könnte. Darum fragte er in dem ganzen Städtchen nach, wo jemand den Schweinetreiber gesehen hatte. Man wies ihn in die Schenke, wo er Žižek auch fand, der auf einem Bank lag und schlief. Mikesch wollte ihn wecken und packte ihn beim Fuße, allein wie groß er war. Sein Entsetzen, als ihm der Fuß in der Hand blieb, der vollends ausgerenkt war. Žižek erwachte nun, erhob ein fürchterliches Geschrei und schickte nach dem Richter, der Mikesch verhörte und zu einem ansehnlichen Geldstrafe verurteilte. Žižek aber setzte sich hierauf den Fuß wieder an und ging wohlbehalten seines Weges. Mikesch trug nur Spott davon, und von der Zeit an heißt es von jemandem, der bei einem Kauf übel wegkommt: Es ist ihm ergangen wie Mikesch mit den Schweinen. Das Märchen Der Teufel geprellt. Erstes Kapitel. Die Wetten. Es war ein armer Schuster, der vor Rot nicht mehr wusste, was zu tun. Das Leben war ihm bereits zuwider. Er hatte viele Kinder und niemand wollte ihm helfen. Er fand weder Auskommen noch Unterstützung.
In seiner Verzweiflung gedachte er, sich zu erhängen. Er nahm einen Strick und ging in den Wald, um sich dort aufzuknüpfen. Es begegnete ihm der Teufel und fragte ihn: »Was suchst du da?« Der Schuster entgegnete: »Ich will Bast abschinden und deine Kinder binden.« Der Teufel sprach: »Was verlangst du damit wir Ruhe vor dir haben?« Der Schuster erwiderte: »So viel Geld, das du auf einmal tragen kannst.« Der Teufel brachte ihm das Geld und ging dann in die Hölle zurück. Als er in der Hölle kam, fragte ihn die bösen Geister, was es Neues auf der Welt gesehen. Er erzählte ihnen, es sei ein Schuster im Wald umhergegangen und habe ihm vertraut, er wolle Bast abschinden und ihre Kinder binden. Da sagten die bösen Geister zu ihm, er hätte den Schuster bezahlen sollen, damit er sie in Ruhe lasse. Der Teufel versetzte, er habe dem Schuster Geld gebracht, so viel er habe tragen können. Das schien ihnen zu viel und sie befahlen ihm hinzugehen und mit dem Schuster zu ringen. Wer der Stärkere wäre, dem solle das Geld gehören. Der Teufel kam zu dem Schuster und sprach zu ihm: »Du, ich habe dir zu viel Geld gegeben. Wir wollen miteinander ringen, und wer der Stärkere ist, dem soll das Geld gehören.« Der Schuster überlegte, wie er mit ihm fertig werden könnte. Er wusste, dass an einer gewissen Stelle ein Bär zu schlafen und sich's bequem zu machen pflegte. Daher sagte er zu dem Teufel: »Ich habe einen Großvater, der 99 Jahre zählt. Wirfst du den Alten zu Boden, bringst du auch mich zum Fallen.« Da ging der Teufel mit dem Schuster, und der Schuster zeigte ihm den Bären und sprach: »Das ist er, ring mit ihm.« Der Teufel weckte den Bären und sagte zu ihm: »Komm, lass uns ringen und sehen, wer den anderen zu Boden wirft.« Der Bär packte den Teufel und schmiss ihn auf die Erde, dass ihm grün und gelb vor den Augen ward. Da rannte der Teufel zur Hölle und schrie dort: »Ich will nichts mit den Menschen zu tun haben. Das ist eine Bestie von einem Menschen. Er hat einen Großvater, der 99 Jahre zählt, und er hat mich so daran gekriegt, dass ich bald blind geworden wäre, als er mich auf die Erde schmiss. Wie stark muss erst er selbst sein?« Die bösen Geister aber meinten, der Schuster habe doch zu viel Geld erhalten und schickten einen anderen Teufel, dass er gehe und mit dem Schuster um die Wette laufe. Wer der Schnellere sei, dem solle das Geld gehören. Es kam denn der zweite Teufel zu dem Schuster und forderte ihn auf, er solle mit ihm um die Wette laufen. Der Schuster antwortete: »Ich habe ein Söhnlein, das 3 Jahre alt ist. Kleckst du dem im Laufen, kleckst du mich gleichfalls.« Der Teufel fragte ihn, wie der Junge heiße. Der Schuster entgegnete, er heiße Hans, und führte den Teufel unter einem Baum, wo ein Hase sein Lager hatte. Der Teufel rief: »Hans, steh auf, wir wollen um die Wette laufen.« Der Hase sprang in die Höhe und wartete nicht erst, bis ihm der Teufel nachkäme, sondern lief durch dick und dünn über Stock und Stein, bis er in einen tiefen Graben geriet. Der Hase purzelte und der Teufel purzelte hinter ihm, dass er sich zerschlug am ganzen Leibe. Als der Teufel wieder aufschaute, war der Hase schon oben, und obwohl er ihm nachsetzte, konnte er ihn nicht einholen. Da kehrte der Teufel in die Hölle zurück und schrie dort: »Das ist eine Bestie von einem Menschen. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er hat ein 3-jähriges Söhnlein, und ich hab's nicht einholen können. Nie vermochte ich ihn erst einzuholen.« Einer von den Höllengeistern verlachte ihn und sprach: »Du bist dumm. Jetzt will ich zu dem Schuster gehen und seine Kraft erproben.« Es kam der dritte Teufel zu dem Schuster und sagte zu ihm: »Du hast des Geldes zu viel erhalten. Wir wollen ein Pferd im Walde herumtragen. Wer das Pferd 3-mal herumträgt, dessen soll das Geld sein.« Der Schuster suchte aus einem Pferdestall das schnellste Pferd heraus und führte es zum Walde. »Nun, so trag's«, sagte der Teufel. »Trag du's zuerst«, sagte der Schuster. Der Teufel nahm das Pferd und trug es 3-mal herum. Doch ward es ihm zu schwer, er musste ausruhen. Da sprach der Schuster zu ihm: »Du hast ausgeruht, ich aber werde nicht ausruhen. Du hast das Pferd auf dem Rücken getragen, ich aber werde es zwischen den Beinen tragen.« Dann schwang er sich auf das Pferd, hieb es tüchtig mit einer Gerte und ritt auf ihn 3-mal im Wald herum. »Nun«, sagte der Schuster zu dem Teufel, »bin ich nicht stärker als du?« Der Teufel kehrte in die Hölle zurück und rief dort:
Das ist in der Tat eine Bestie von einem Menschen. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ich habe ein Pferd auf dem Rücken getragen, doch kaum, dass ich's ertrug. Er hat es zwischen den Beinen genommen, es noch dazu mit einer Gerte gehauen und 3-mal trug er es im Walde herum. Allein die bösen Geister hatten noch immer keine Ruhe. Sie schickten den 4. Teufel ab. Er solle zu dem Schuster gehen und wer von ihnen stärker pfeifen würde, dem solle das Geld gehören. Der Teufel kam und sagte zu dem Schuster: Pfeife. Der Schuster aber wollte nicht zuerst pfeifen und entgegnete: Pfeif du. Der Teufel pfiff zum 1. Mal, es flogen die Blätter von den Bäumen. Er pfiff zum 2. Mal, es fielen die Zweige nieder. Er pfiff zum 3. Mal, es fielen die Äste zu Boden. Du hast 3-mal gepfiffen, und Blätter, Zweige und Äste fielen herab. Jetzt aber will ich pfeifen, und zwar so, dass die Bäume entwurzelt herumfliegen sollen. Willst du nicht um deine Augen kommen, so bind sie dir zu. Oh, Freundchen, bat der Teufel, bind mir du sie zu. Der Schuster band ihm die Augen zu. Dann sah er sich nach allen Seiten um, wo er einen tüchtigen Prügel fände. Als er den Prügel gefunden, nahm er ihn fest in die Hand, holte weit aus, pfiff und hieb den Teufel über den Kopf mit den Worten: Hab ich dir nicht gesagt, dass die Bäume herumfliegen würden? Oh, schrie der Teufel, oh, pfeif nicht mehr, mein Schädel schmerzt mich fürchterlich. Doch der Schuster achtete nicht darauf und sagte: Hast du 3-mal gepfiffen, so muß ich gleichfalls 3-mal pfeifen. Und pfiff und hieb ihn wieder mit dem Prügel über den Kopf. Und so 3-mal hintereinander. Da verging dem Teufel Hören und Sehen. Er riss das Tuch von den Augen, schaute nicht erst, ob irgendein Baum entwurzelt sei oder nicht, und rannte in die Hölle zurück. Und weder er noch einer seiner Kameraden kehrten jemals wieder, um den Schuster zu plagen. 2. Kapitel: Käthe und der Teufel. In einem Dorfe war eine Bäuerin namens Käthe. Sie besaß eine Hütte, einen Garten und dazu noch einiges Geld. Aber hätte sie ganz in Gold gesteckt, würde sie doch kein Bursche gemocht haben. Selbst der Ärmste nicht, weil sie schlimmer war wie der Teufel und ein böses Maul hatte. Sie lebte mit einer alten Mutter und brauchte manchmal Hilfe, aber hätte wen ein Kreuzer retten können und sie Dukaten gezahlt wäre, ihr dennoch niemand beigesprungen, weil sie jeder Kleinigkeit wegen gleich zankte und kiff, dass es 10 Meilen weit zu hören war. Zu alledem war sie garstig, und so blieb sie sitzen, bis sie allmählich 40 zählte, wie es meistenteils in Dörfern zu sein pflegt, dass jeden Sonntagnachmittags Musik aufspielt, so war's auch hier. Wenn sich beim Richter oder in der Schenke der Dudelsack hören ließ, war die Stube gleich vom Burschen voll. In der Hausflur und vor dem Hause standen Mädchen, an den Fenstern Kinder. Aber die erste von allen war Käthe. Die Burschen winkten den Mädchen und die traten dann ins Rad. Käthen war solch Glück ihr Lebtag nie widerfahren, obwohl sie den Dudelsackpfeifer vielleicht selbst bezahlt hätte, aber trotzdem ließ sie keinen einzigen Sonntag aus. Eines Tages geht sie wieder und denkt unterwegs bei sich: Bin schon so alt und hab noch nie mit einem Burschen getanzt. Ist das nick zum Ärgern? Fürwahr, heut möcht ich meinethalben mit dem Teufel tanzen. Grimmig kommt sie in die Schenke, setzt sich zum Ofen und schaut, wie die Burschen die Mädchen zum Tanzen wählen. Auf einmal tritt ein Herr im Jägergewand in die Stube, setzt sich unweit von Käthe zum Tisch und lässt sich einschenken. Die Aufwärterin bringt Bier und der Herr nimmt's und trägt Käthen zu trinken hin. Käthe wundert sich ein Weilchen, dass ihr der Herr solch Ehre erweise. Ein Weilchen sträubte sie sich, doch endlich trank sie, und zwar gern. Der Herr stellte den Krug hin, zieht aus der Tasche einen Dukaten, wirft ihn dem Dudelsackpfeifer zu und ruft: Ein Solo! Die Burschen treten auseinander und der Herr nimmt sich Käthe zum Tanze. Ei, zum Kuckuck, wer ist das doch? Fragen die Alten und stecken die Köpfe zusammen. Die Bursche verziehen den Mund und die Mädchen verkriechen sich, eins hinter dem anderen,
und nehmen die Schürze vors Gesicht, dass Käthe nicht sehe, wie sie auslachen. Aber Käthe sah niemanden, sie war froh, dass sie tanzte, und hätte sie die ganze Welt ausgelacht, so würde sie nichts daraus gemacht haben. Den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend tanzte der Herr nur mit Käthen, kaufte ihr Pfefferkuchen und Rosolio, und als die Zeit zum Nachhausegehen kam, begleitete er sie durchs Dorf. »Könnte ich doch mit euch bis zu meinem Ende tanzen wie heut«, sagte Käthe, als sie sich trennen sollte. »Das kann sein, komm mit mir.« »Wo wohnt ihr denn? Häng dich mir um den Hals, ich will's dir sagen.« Käthe tat's, allein in dem Augenblicke verwandelte sich der Herr in den Teufel und flog mit ihr gerade zur Hölle. Beim Tor hielt er an und pochte, die Kameraden kamen, öffneten, und als sie sahen, dass er ganz in Schweiß sei, wollten sie ihm Erleichterung schaffen und Käthe herunterheben. Die aber hielt fest wie eine Zange und ließ sich auf keine Weise losreißen. Der Teufel mochte wollen oder nicht, er musste sich mit Käthe um den Hals zu Luzifer verfügen. »Wen bringst du da?« fragte dieser. Und da erzählte der Teufel, wie er auf Erden gewandelt und von Käthens Wehklagen gehört, dass sie keinen Tänzer bekommen könne, und wie er, um sie zu trösten, mit ihr ein Tänzchen versucht und ihr auch ein Weilchen auch die Hölle haben zeige wollen. »Ich hab nicht gewusst«, schloss er, »dass sie mich nicht wieder loslassen wollen, weil du ein Dummkopf bist und dir nicht merkst, was ich sage«, bellte der alte Luzifer ihn an. »Bevor du mit jemandem etwas anfängst, sollst du seine Gesinnung prüfen. Hättest du dran gedacht, als du Käthen begleitest, würdest du sie nicht mit dir genommen haben. Jetzt pack dich und sieh, wie du sie loswirst.« Voll Verdruss trabte der Teufel mit Frau Käthen auf die Erde zurück. Er versprach ihr goldene Berge, wenn sie ihn frei ließe. Er verfluchte sie, alles umsonst. Abgemüdet, in Wut gebracht, kam er mit seinen Last auf eine Wiese an, wo ein junger Schäfer in einem ungeheuren Pelz die Schafe hütete. Der Teufel verwandelte sich in einen gewöhnlichen Menschen, und drum erkannte ihn der Schäfer nicht. »Freund, wen tragt ihr denn da?« fragte ihn gutmütig der Schäfer. »Ach Freund, ich atme kaum. Stellt euch vor, ich gehe ganz ruhig meines Weges, ohne an etwas zu denken, da hockt sich das Weib mir auf den Hals und will mich um keinen Preis loslassen. Ich hab sie bis ins nächste Dorf tragen wollen, um mich dort frei zu machen, aber ich bin's nicht imstande, die Knie schlottern mir. Nu wartet, ich will euch helfen, aber nicht auf lang, weil ich wieder weiden muss. Die Hälfte Wegs etwa will ich sie tragen. Ei, da werd ich froh sein. »Hörst du? Häng dich um mich«, schrie der Schäfer Käthen zu. Kaum hört es Käthe, ließ sie den Teufel und hing sich um den bepelzten Schäfer. Der hatte nun was zu tragen, Käthen und den ungeheuren großen Pelz, den er des Morgens vom Schaffer geliehen. Auch bekam er es bald genug und sann, wie er sich Käthens entledigen könnte. Er kommt zu einem Teich, und da fällt ihm ein, ob er sie nicht hineinwerfen könnte. Aber wie? Könnt er den Pelz nicht mit ihr ausziehen? Er war ihm ziemlich weit, und so versuchte er allmählich, ob's ginge. Und sieh, er zieht eine Hand heraus, Käthe merkt nichts. Er zieht die andere heraus, Käthe merkt noch nichts. Er macht die erste Schnur vom Knopfloch los, dann die zweite, dann die dritte und plumps liegt Käthe im Teich samt dem Pelz. Der Teufel war dem Schäfer nicht nachgegangen. Er saß auf der Erde, hütete die Schafe und guckte, wie bald der Schäfer mit Käthen kommen würde. Er durfte nicht lange warten, der nasse Pelz auf der Schulter eilte der Schäfer zu Wiesen, da er dachte, der Fremde werde vielleicht schon beim Dorfe sein und die Schafe würden alleine werden. Als sie sich erblickten, sah einer den anderen an. Der Teufel, dass der Schäfer ohne Käthen komme, und der Schäfer, dass der Herr noch immer da sitze. Nachdem sie sich verständigt, sprach der Teufel zum Schäfer: »Hab Dank, du hast mir einen großen Dienst erwiesen, den ich hätte mir vielleicht mit Käthen bis zum jüngsten Tag schleppen müssen. Nie will ich's dir's vergessen und dir's einst reichlich lohnen. Damit du aber wisset,
wen du aus der Klemme geholfen, so sag ich's dir, dass ich der Teufel bin. Er sprach's und verschwand. Der Schäfer blieb eine Weile wie vom Schlag gerührt stehen. Dann sagte er zu sich selbst: Sind alle so dumm als der, so ist's gut. Das Land, wo unser Schäfer sich aufhielt, beherrschte ein junger Fürst. Reichtum besaß er in Fülle. Da er Herr über alles war, genoss er alles im vollen Maß. Tag für Tag vergnügte er sich nach Herzenslust, auf jede mögliche Art, und wenn die Nacht kam, schallte aus den fürstlichen Gemächern der Gesang ausgelassener Zechbrüder. Das Land verwalteten 2 Stellvertreter, die um keinen Haar besser waren als ihr Herr. Was nicht der Fürst vertat, behielten die 2. Und so erging's den armen Untertan übel. Einst, als der Fürst nicht mehr wusste, was er aussinnen solle, rief er seinen Sterngucker und befahl ihm, er solle ihm und seinen 2 Stellvertretern die Zukunft vorhersagen. Der Sterngucker gehorchte und forschte in den Sternen, welch ein Ende die 3 nehmen würden. »Verzeih, o Fürst«, sprach er, als er fertig geworden, »deinem und deiner Stellvertreter Leben droht solcher Gefahr, dass ich mir nichts zu sagen getraue. Sag nur heraus, sei's was es sei, du aber bleibst und erfüllst sich dein Wort nicht, so kostet es dich den Kopf. Gern unterwerf ich mich deinem Befehl, so hör denn, bevor der Mond voll wird, kommt zu beiden Stellvertretern der Teufel, und im Vollmond holt er auch dich, o Fürst, und trägt euch alle 3 lebendig in die Hölle. Ins Gefängnis mit dem lügnerischen Wicht, gebot der Fürst, und die Diener taten nach seinem Befehl. Im Herzen jedoch war dem Fürsten nicht so zumut, wie Ei sich stellte. Die Worte des Sternguckers hatten Eindruck auf ihn gemacht. Zum ersten Mal rührte sich das Gewissen in ihm. Die 2 Stellvertreter fuhr man halbtot nach Hause. Keiner von ihnen nahm ein Bissen in den Mund. Endlich rafften sie alle ihr Habe zusammen, setzten sich auf, machten sich auf ihre Schlösser davon und ließen diese von allen Seiten verrammeln, dass ihnen der Teufel nicht beikommen könnte. Der Fürst kehrte auf den rechten Pfad zurück, lebte still und eingezogen und begann das Land selbst zu verwalten, in der Hoffnung, sein Schicksal vielleicht doch von sich abzuwenden. Von diesen Dingen hatte der Schäfer keine Ahnung. Er weidete täglich seine Herde und kümmerte sich nicht um das, was in der Welt vorging. Da stand eines Tages plötzlich der Teufel vor ihm und sprach: Ich bin gekommen, Schäfer, um dir den Dienst zu vergelten, den du mir erwiesen. Ich soll die gewesenen Stellvertreter euren Fürsten in die Hölle schaffen, weil sie ihm schlimm geraten und die Armen bestohlen haben. Bis der und der Tag erscheint, geh in das erste Schloss, wo viel Volk versammelt sein wird. Sobald im Schlosse Geschrei entsteht, die 3 Diener die Tore öffnen und ich den Herrn fortschleppe, tritt zu mir und sag: Entweiche, sonst wird's dir schlimm ergehen. Ich will dir gehorchen und wandern. Du aber lass dir von dem Herrn 2 Säcke Goldes geben, und will er nicht, so droh ihm, dass du mich rufen werdest. Hierauf geh in das 2. Schloss und tu wieder so und begeh die gleiche Zahlung. Mit dem Gelde aber wirtschafte und verwende es nur zum Guten. Bis Vollmond ist, muss ich den Fürst selbst holen. Doch den befreien zu wollen, rat ich dir nicht, sonst müsstest du mit deiner eigenen Haut büßen. So sprach er und entfernte sich. Der Schäfer merkte sich jedes Wort. Als das Viertel um war, kündigte er seinen Dienst und ging zu dem Schlosse, wo der eine der 2 Stellvertreter wohnte. Er kam gerade recht, Haufen von Leuten standen da und schauten, bis der Teufel den Herrn fortschleppen würde. Da erhebt sich im Schloss ein verzweifeltes Geschrei, die Tore öffnen sich und der Teufel schleppt den Herrn, der schon totenbleich und eine halbe Leiche ist. Der Schäfer tritt hervor, fasst den Herrn bei der Hand und stößt den Teufel mit den Worten weg: Pack dich, sonst wird's dir schlimm ergehen. Und auf der Stelle verschwindet der Teufel. Und der hochgefreute Herr küsst dem Schäfer beide Hände und fragt ihn, was er zum Lohne begehre. Als der Schäfer sagte, 2 Säcke Goldes, befahl der Herr, sie ihm sogleich zu geben. Zufrieden ging der Schäfer zu dem 2. Schlosse,
und war dort so glücklich als im ersten. Es ist begreiflich, dass der Fürst von dem Schäfer bald erfuhr, denn er fragte ihn einem fort, wie es mit den Stellvertretern stehe. Als er alles vernommen, schickte er nach dem Schäfer einen Wagen mit Pferden, und als er gefahren kam, bat er ihn dringend, er möchte sich auch über ihn erbarmen und ihn aus dem Teufels Klauen retten. »Mein Herr und Gebieter«, antwortete der Schäfer, »euch kann ich nicht versprechen, es geht um meine eigene Haut, ihr seid ein großer Sünder. Aber wenn ihr euch bessern wolltet, Rechenschaffen, mild und weise regieren, wie es einem Fürsten geziemt, so versuch's ich, soll ich's statt euer in die Hölle müssen.« Der Fürst versprach ernstliche Besserung, und der Schäfer ging mit der Zusage, sich am bestimmten Tage einzufinden. Mit Furcht und Angst erwartete alles den Vollmond. Wie es die Leute dem Fürsten anfangs gegönnt hatten, so bemitleideten sie ihn jetzt, denn von dem Augenblicke an, wo er anders ward, konnten sie sich keinen besseren Fürsten wünschen. Die Tage verstreichen, ob sie der Mensch in Freuden oder in Leiden zählt. Ehe der Fürst sich dessen versah, war der Tag vor der Türe, wo er sich von allem trennen sollte, was ihm lieb war. Schwarz angekleidet wie zum Grabesgange saß der Fürst und erwartete den Schäfer oder den Teufel. Auf einmal öffnete sich die Pforte und der Teufel steht vor ihm. »Mach dich bereit, die Stunde ist abgelaufen. Ich komm um dich.« Ohne ein Wort zu sprechen, erhob sich der Fürst und schritt hinter dem Teufel auf den Hof, wo es von Leuten wimmelte. Da drängt sich der Schäfer ganz erhitzt durch den Haufen und gerät auf den Teufel zu und schreit: »Lauf schnell, sonst wird's dir schlimmer gehen.« »Wie kannst du dich erdreisten, mich aufzuhalten? Weißt du nicht, was ich dir gesagt?« raunte der Teufel dem Schäfer zu. »Du Narr, mir handelt sich's nicht um den Fürsten, sondern um dich. Käthe lebt und fragt nach dir.« Sobald der Teufel von Käthen hörte, war er gleich fort, wie weggeblasen, und ließ den Fürsten in Ruhe. Der Schäfer lachte ihn im Stillen aus und war froh, dass er den Fürsten durch diese List befreit hatte. Dafür machte ihn der Fürst zu seinem ersten Hofkavalier und liebte ihn wie seinen eigenen Bruder. Und er tat wohl daran, denn der Schäfer war sein treuer Ratgeber und redlicher Diener. Von den 4 Säcken Goldes behielt er keinen Pfennig für sich. Er half damit jenen, von denen es sich die Stellvertreter erpresst hatten. 3. Kapitel: Wie der Schuster in den Himmel kam. Es war ein sehr armer Schuster, der von seinem Handwerk nicht leben und seine Kinder nicht ernähren konnte. Er verschrieb sich samt Weib und Kindern dem Teufel. Nachdem dies geschehen, fragten ihn der Teufel: »Was willst du dafür?« Der Schuster sagte: »So viel Geld, dass ich leben und meine Kinder großziehen kann.« Der Teufel brachte ihm täglich 5 Gulden in Silber. Dies war zu der Zeit, wo der liebe Gott mit dem heiligen Petrus auf Erden wandelte. Sie kamen einst spät abends auch zu dem Schuster. Der Schuster wusste nicht, wer sie seien, er sah nur, dass sie ordentliche Leute wären. Sie baten um ein Nachtlager, der Schuster nahm sie bereitwillig auf. Sein Weib bewirtete sie so gut als möglich, machte ihnen das Lager und gab ihnen ein Nachtessen, früh ein Frühstück. Der Sohn Gottes fragte beim Abschied den Schuster: »Was bekommst du denn dafür?« Der Schuster antwortete: »Ei, nichts.« Der Sohn Gottes sagte: »Vielleicht doch etwas.« Der Schuster entgegnete: »Nu, wenn es durchaus sein muss, so bitt ich um 3 Dinge. Wer sich auf meinen Dreifuß setzt, auf dem ich zu schustern pflege, der soll von ihm nicht aufstehen können. Wer von außen nach mir durchs Fenster guckt, der soll von dem Fenster nicht fortgehen können. Und wer von meinem Pflaumenbaum im Garten Pflaumen schüttelt, der soll an der Stelle haften bleiben.« Der Sohn Gottes sprach: »So sei's«, und ging mit dem heiligen Petrus weiter. Als die Zeit um war, kam der Teufel zu dem Schuster in die Stube und mahnte ihn: »Schuster, die Zeit ist um.« Der Schuster sagte: »Wart ein bisschen, setz dich hier auf mein Dreifuß und ruh aus, bis ich genachtmahlt habe.« Der Teufel setzte sich auf den Dreifuß. Als der Schuster fertig war, rief er: »Nun, Teufel, komm!« Der Teufel wollte von dem Dreifuß aufstehen,
Allein er konnte nicht und schrie, dass sein Gesäß ihm brenne. Und bat den Schuster: »Ich bitt dich, Freundchen, lass mich los. Ich will die Frist dir gern verlängern.« Er musste dem Schuster 7 Jahre zugeben. Als die 7 Jahre um waren, kam der Teufel wieder, ging aber nicht mehr in die Stube, sondern guckte durchs Fenster. Er klopfte ans Fenster und mahnte: »Schuster, komm, die Zeit ist um.« Der Schuster entgegnete: »Mein Weib kocht eben das Nachtessen. Wart ein wenig, bis ich gegessen habe.« Als er fertig war, rief er: »Nun, Teufel, komm, wir sind alle bereit.« Der Teufel wollte gehen, allein wie sehr er sich auch anstrengte, er konnte von dem Fenster nicht fort und bat wieder: »Freundchen, lass mich los, ich will die Frist dir nochmals gern verlängern.« Da sagte der Schuster: »Wenn du mir neue 7 Jahre zugibst, gut. Kommst du aber zum 3. Mal, so bitte nicht mehr. Ich habe keine Lust, dein Narr zu sein.« Der Teufel gab ihm abermals 7 Jahre zu und ging. Als die neuen 7 Jahre um waren, kam der Teufel um den Schuster und ging wieder in die Stube. Der Schuster sagte: »Gut, dass du kommst, bin gleich fertig, geh indes in meinen Garten und schüttel dort den Pflaumenbaum. Mein Weib wird von den Pflaumen in ihrem Bündel nehmen. Die wollen wir unterwegs essen und auch dir werden sie behagen.« Der Teufel ging in den Garten und schüttelte vor Lüsternheit nach dem Obste den Pflaumenbaum, bis alle Zweige herabfielen und nur noch der nackte Stamm blieb. Des Schusters Weib klaubte die Pflaumen auf. Jetzt kam der Schuster herbei und rief: »Nun, Teufel, bist du bereit?« »Doch was sehe ich? Ich sagte dir, du solltest bloß die Pflaumen abschütteln. Und du scheinst den ganzen Baum mit dir nehmen zu wollen. Lass und komm!« Allein der Teufel konnte nicht von der Stelle, wie sehr er auch riss und zerrte, und begann wieder zu bitten und zu stehen. »Schuster, Freundchen, hilf mir, lass mich los!« Da sprach der Schuster: »Sag ich dir nicht, wenn du zum 3. Male kämst, solltest du nicht bitten? Immer will ich gehen und immer machst du Umstände. Wart, du sollst mich nicht mehr zum Narren haben.« Und er ging in die Stube, seinen Knieriemen zu holen, und fing an, den Teufel zu gerben, dass es Schläge regnete. Der Teufel schrie und brüllte, dass die Leute auf der Gasse zusammenliefen, um zu sehen, wer bei dem Schuster solchen Lärm schlage. Und sie sahen, dass der Schuster den Teufel bearbeite. Als er ihn gehörig durchgebläut, sagte er: »Lauf zu«, und ließ ihn frei. Der Teufel lief in die Hölle und kam nie mehr zurück. Allein dem Schuster war doch bange. Er werde nicht in den Himmel kommen, da er sich einmal dem Teufel verschrieben hatte. Als er starb, befahl er, man solle ihm sein Schurzfell in den Sarg mitgeben. Nach dem Tod ging er zum Himmel und klopfte an das Himmelstor. Der heilige Petrus öffnete, sah ihn an und sprach: »Schuster, hier ist nicht dein Platz. Geh von hinnen. Was du dir gewählt, das soll dir werden. Hättest du dir das Reich Gottes gewählt, wäre es dir zuteil geworden.« Hiermit schloss er das Himmelstor. Der Schuster dachte bei sich: »Was soll ich Ärmster anfangen? Will doch sehen, wie es in der Hölle ist.« Er ging zur Hölle, und sobald ihn aber die Teufel von weitem erblickten, schrien sie fürchterlich: »Schließ das Tor, lass den Schuster nicht herein, er wird uns sonst noch aus der Hölle jagen.« Und der Schuster mochte an das Höllentor pochen, wie er wolle. Sie ließen ihn nicht ein. Da ging er wieder zum Himmel. Der heilige Petrus öffnete, sah ihn an und sprach: »Hier ist nicht dein Platz. Du kommst vergebens.« Doch der Schuster schlüpfte ihm unter der Hand durch, breitete sein Schurzfell aus und setzte sich darauf. Der heilige Petrus wollte ihn forttreiben, allein der Schuster saß fest und sagte zu ihm: »Ich sitze hier nicht auf dem eurigen, sondern auf dem meinen.« Der heilige Petrus trat vor den Herrn Christ und klagte: »Herr, der Schuster will nicht fort, und hier ist seine Stätte nicht.« Da erbarmte sich der Sohn Gottes und gebot: »So lass ihn, mag er dort beim Tore sitzen.« 4. Kapitel: Die Teufelsfelsen. Reist man von Klobuk nach Swetin, so kommt man in das Dorf Lideko, das in einem angenehmen Tale liegt. Zu beiden Seiten steigen hohe Hügel empor, und neben den Talweg
eilt murmelnd ein Bach nach Svetin. Hinter Lideko erblickt man links auf der Anhöhe große Steine, die in einer Reihe aufgehäuft und von denen viele 2 Klafter hoch sind. Diese Steine ziehen sich in gleicher Richtung mit dem Wege dahin. Ähnliche finden sich auf der anderen Seite, aus der Ahnhöhe rechts, gleichfalls in einer Reihe, obwohl Zahl und Größe der Steine hier geringer ist. Es fällt jedem auf, dass es in der ganzen Umgegend, wenigstens soweit das Auge reicht, keine solche Steine gibt. Sind auch die Hügel hoch und mit Bäumen bewachsen, eigentliche Felsen sieht man nirgend. Weiter jedoch gibt es deren, und zwar Felsen, die verdienen, dass man sie betrachtet. Geht man nämlich über die Brücke, die über den Talbach gebaut ist, so führt ein Weg rechts nach waldigen Bergen zur Hirtenhütten. Auf diesem Wege kommt man an einer Stelle im Wald, wo die merkwürdigen Felsen stehen. Mitten aus dem Wald erheben sie sich, wildschön, so sonderbar gestaltet, dass es scheint, als wüchsen aus den Felsen Menschenköpfe vor. Manchmal so nah aneinander, dass das Kinn des einen Kopfes die Stirn und Nase des anderen bildet. Auch unter den Felsen links vom Wege ist gleich anfangs einer mit einem Menschenkopf, aus dem ein paar Hörner in die Höhe ragen. Woher die Felsen rühren, das will ich euch erzählen. Einst war im Wirtshause zu Lideko Musik. Damals musizierten sie noch mit Sackpfeife und Hackbrett. Und fehlte auch gebranntes Wasser, so waren die Leute doch fröhlich. Als es auf 12 ging, trat ein unbekannter Gast in die Stube, und nachdem er den schwarzen Mantel abgelegt, in den er gehüllt gewesen, sah er eine Weile in der Stube umher. Seine schwarzen Brauen über 2 funkelnden Augen und seine schwarzen Schnurrbart verliehen ihm ein stattliches Aussehen. Die grüne Jacke und der Spitzhut mit Feder ließen vermuten, dass er ein Waldmann sei. Nebst anderen Mädchen war auch Käthchen. Die Deko da, ein vaterloser Waise, die bloß eine alte Mutter hatte. Da sie ein hübsches kleines Haus, Acker und Wiese besaß, dabei fromm, eingezogen lebte und hübsch war, so hätte sie mancher Bursche gern geheiratet. Auf Käthchen richtete jetzt der Unbekannte seine Blicke. Er machte sich an sie, schwatzte ihr beim Tanzen wer weiß was alles vor, und da er sich stattlich ausnahm, vergaffte sie sich in ihn. Er versprach ihr auch, sie bald zu besuchen, doch sagte er, sein Geschäft, das eines Jägers, erlaubte ihm nur um Mitternacht oder dann und wann um Mittag zu kommen. Dann nahm er seinen Mantel, warf den Musikanten einige 20er hin und entfernte sich kurz nach Mitternacht. Der Unbekannte besuchte Käthchen wirklich. Er nannte sich Wladimir. Allein seine späten Besuche gefielen Käthchens Mutter nicht, die innen immer beiwohnte. Sie schöpfte Verdacht, weil seine Augen so unruhig umherrollte, weil er sich weder beim Kommen noch Gehen mit Weihwasser besprengte und wenn sie mit Käthchen zum Abschied ihm Gottes Segen wünschte, immer wild davonschoss. Es war einst wieder nach 11, in der Nacht, als Wladimir erschien und die Mutter um Käthchens Hand bat. Gegen eine halbe Stunde weigerte sich die Alte unter verschiedenen Ausflüchten. Endlich, da er nicht aufhörte zu bitten, sprach sie zu ihm: »Nun gut, ich will euch meine Tochter geben, aber bloß unter einer Bedingung. Erfüllt ihr die nicht und nicht in der Frist, die ich euch bestimme, wird aus der Hochzeit nichts.« Da erhob sich der Bräutigam vom Stuhle, als wollte er sagen: »Hier bin ich, rede, ich erfülle, was du begehrst.« Die Alte sprach also in Absicht, die Hochzeit zu vereiteln: »Wenn ihr noch heut Nacht eine Brücke über unser Tal wölbt, von einer Ahnhöhe zur anderen, bekommt ihr meine Tochter, wenn nicht, bekommt ihr meine Tochter niemals.« »Es gilt die Wette«, versetzte der Bräutigam mit wildem Lachen und eilte zur Türe hinaus. Als er draußen war, stampfte er auf die Erde, dass das ganze Tal erzitterte, und sie, auf seinen Stampfen erschien eine ungeheure Menge verkappter Gesellen, und alle stellten sich im Kreis um ihn her. Er befahl ihnen, sie sollten sich hurtig rings zerstreuen und sämtliche Hähne in der Umgehenden erwürgen
und wenn sie dies getan hätten, ihm zur Hilfe eilen und aus der nächsten nahe Steine zum Bau eine Brücke zu tragen. Sie flogen auseinander und erwürgten alle Hähne. Dies hatte der Höllenbräutigam, denn er war der Teufel selbst, zu dem Zwecke befohlen, damit kein Hahn krähen, bevor die Brücke nicht fertig wäre, denn die Hähne haben wie bekannt große Macht über den Teufel und machen allen Streichen ein Ende, die er um Mitternacht auszuführen pflegt. Als die Hähne erwürgt waren, eilten die höllischen Gesellen ihrem Bruder zur Hilfe. Weil sich aber keine Steine in der Nähe befanden, mussten sie erst zu jener Stelle im Walde. Dort brachen sie Steine von riesiger Größe und trugen sie pfeilgeschwind ihrem Kameraden zu, der mit unglaublicher Schnelligkeit Stein für Stein fügte, auf den Hügeln zu beiden Seiten des Tals den Grund legte und schon die Burgen zu wölben begann. Allein in Lideko lebte damals ein uraltes Mütterchen, das auch einen Hahn besaß. Weil es jedoch wusste, dass der schwarze Versucher gegen die Hähne gewaltig ergrimmt sei, seitdem ihm die Versuchung am heiligen Petrus misslungen, fürchtete es sich, der Hahn könnte in den Teufelskrallen geraten, und es selbst könnte dessen Macht unterliegen. Darum steckte es den Hahn immer unter einen Trog an dem bewussten geheimen Ort, wo ihn kein Teufel suchen mochte. So geschah's, dass jener Hahn einzig und allein am Leben blieb, als die höllische Rotte auszog, um sämtliche Hähne in der Umgebung zu erwürgen. Inzwischen rückten die 12. Stunde heran. Der Teufel hatte schon viele Bogen gefertigt, und sicher hätte er bis einst die ganze Brücke zustande gebracht und sich des armen, unschuldigen Käthchens bemeistert. Doch da krähte auf einmal jener Hahn unter dem Trog, an dem bewussten geheimen Ort, und sie, augenblicklich stürzten die ungeheuren Felsen krachend nieder. Die Bogen, die sich bereits hoch in der Luft über das Tal wölbten, die Pfeiler, alles brach donnernd zusammen. Daher rühren die Felsen im Walde, die Steine auf den Höhen bei Lideko. Das sind die Überbleibsel jenes Brückenbauers. Der Teufel, der sich damals um Käthchens bewarb, ward Stein, zur Mahnung für alle Verführer. Und seinen Kopf mit Hörnern ist noch heutigen Tags zu schauen. Von seinen Gehilfen entkamen nur jene, die eben in der Luft schwebten. Die übrigen, die in dem Walde Steine brachen, wurden gleichfalls Stein, und ihre Köpfe sind dort noch immer zu gewahren. Das Märchen ist nun aus, und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit, die Märchensammlung und mehr.